2.000 € für eine Abmahnung zu zahlen, ganz ehrlich, da hätte ich keinen Bock drauf und erst recht nicht direkt am Anfang als Solo-Selbstständiger. Das ist bereits schon impressumspflichtig. Überall dort, wo du gewerblich letztendlich mitteilst, was du tust. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Heute geht es um ein Thema, das viele Menschen versuchen zu vermeiden. Es ist ein Thema, das viele als langweilig und unnötig betrachten. Und dennoch ist es ein wichtiges Thema, denn es gehört einfach dazu. Es geht um das Thema Recht. Glücklicherweise gibt es auch Menschen, die dieses Thema sehr gerne bearbeiten und das Ganze sogar mit echt viel Leidenschaft machen. Mein heutiger Podcast-Gast ist so eine Person und ich freue mich sehr, mit ihr jetzt gleich darüber zu sprechen, was denn so die Herausforderungen sind und die häufigsten Fehler, die Selbstständige zu Beginn ihrer Tätigkeit machen und worauf man vielleicht auch wirklich achten sollte, damit man rechtssicher unterwegs ist als Selbstständiger oder Unternehmer. Ich freue mich, Sie jetzt zu begrüßen. Sie ist Wirtschaftsjuristin und damit hallo und herzlich willkommen, Geo Gika Rampotta. Hallöchen, Michelle, schön, dass ich hier bin und schön an alle, die uns zusehen und zuhören. Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Wir sprechen heute über ein Thema, was wahrscheinlich für viele gar nicht so beliebt ist, und zwar das Thema Recht, ja, Wirtschaftsrecht. Aber es ist ein Stück weit ja dein Herzensthema, sonst würdest du dem wahrscheinlich nicht jeden Tag nachgehen. Deswegen vielleicht mal die erste Frage: Wie kamst du denn zu dem ganzen Thema Wirtschaftsrecht oder überhaupt erstmal Recht? Tatsächlich kam ich zu Wirtschaftsrecht aufgrund meiner allerersten Ausbildung im öffentlichen Dienst. Da hatte ich schon viel mit Recht zu tun, aber ich muss sagen, ich wusste irgendwie schon als kleines Kind, dass ich immer in die Richtung gehen möchte und habe es entsprechend dann auch direkt dann umgesetzt, denn ich habe die Notwendigkeit relativ schnell erkannt, auch schon in sehr jungen Jahren, dass Wirtschaftsrecht doch sehr, sehr wichtig ist für die Selbstständigkeit. Und so kam ich dazu. Jetzt weiß ich aus unserem Vorgespräch, dass es da eine schöne Geschichte gibt, die das Ganze noch ein bisschen verdeutlicht. Vielleicht kannst du die mal kurz erzählen, wie du eben durch die erste Selbstständigkeit deiner Eltern, den Lebensmittelladen, wenn ich mich recht erinnere, was das so für dich bedeutet hat und dich auch inspiriert hat, letztlich dem Thema sich zu widmen. Ja, tatsächlich. Meine Eltern haben sich selbstständig gemacht. Da war ich gerade so in der 4. Klasse. Und das merkt man natürlich als Kind dann doch sehr, sehr stark, wenn etwas eben eine Schieflage geriet. Und sie waren voller Emotionen, voller Elan, wie so alle, ne, wenn sie so selbstständig starten möchten und selbstständig sind. Und sie haben dann entsprechend einen Untermietvertrag unterschrieben, 3,5 Jahre eine Verpflichtung. Und die Selbstständigkeit begann am 15. August und am 1. September hat man erstmal dann die Straße zu dem Lebensmittelladen für die nächsten 2 Jahre komplett aufgerissen. Dementsprechend könnt ihr euch alle vorstellen, ja, da ist nichts mit Kundschaft, mit Laufkundschaft vor allem. Und aus so einem Untermietvertrag kamst du damals, die Rechtsprechung sieht heute noch mal ein bisschen anders aus, kamst du da gar nicht so raus. Und das hat wirklich arg geschmerzt und tatsächlich war das ein Gefühl von, ich stecke in 'ner Sackgasse und ja, es war schon sehr dramatisch, vor allem so in den Anfang 90er Jahren. Und ich habe mir damals schon gedacht, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, da rauszukommen. Und letztendlich habe ich mir das dann tatsächlich auch zur Aufgabe gemacht, auch gerade die ganz Kleinen, die halt eben nicht in so eine Misslage von vornherein sein sollen und wollen, letztendlich die Unterstützung zu bieten. Und deshalb stehe ich heute wirklich auch für die ganz Kleinen. Und so können sie letztendlich rechtssicher und strukturiert ihr Business dann führen. Dann hast du wahrscheinlich Wirtschaftsrecht studiert, vermute ich mal. Wie ging denn dann deine juristische Laufbahn weiter? Klassisch erstmal in der Kanzlei oder bist du dann direkt schon in die Selbstständigkeit gegangen? Ja, tatsächlich nicht in der Kanzlei und nicht typisch. Ich bin alles andere als typisch schon immer unterwegs gewesen. Das heißt, ich habe erstmal Studium und alles nebenbei gemacht. Ich habe also in der freien Wirtschaft dann gearbeitet. Wie gesagt, erste Ausbildung, da war ich im öffentlichen Dienst und dann das Studium nebenbei und in der freien Wirtschaft gearbeitet und konnte da so auch viele Vergleiche ziehen zwischen freie Wirtschaft und vor allem öffentliche Verwaltung. Wir wissen alle, der Verwaltungsapparat, da drehen manchmal die Uhren langsamer
Und ja, ich war, wie gesagt, angestellt in einer großen Firma, mittelständisches Unternehmen, aber international tatsächlich. Und war auch unter anderem eben für den Customer-Bereich, also für Kundenprobleme, Kundenbeschwerden zuständig. Später dann aber auch im Bereich der Windenergieanlagen. Dadurch, dass ich in Griechenland geboren bin, bin ich natürlich auch griechisch groß geworden. Das heißt, ich habe 9 Jahre lang auch die griechische Schule besucht und konnte so praktisch meinen Beruf als Wirtschaftsjuristin dann entsprechend mit Recht, Wirtschaft, Griechenland, Deutschland ganz gut miteinander verbinden und habe so diverse Stationen auch in der freien Wirtschaft gesammelt und habe schon immer Freunden und Bekannten immer geholfen, bis dann mein Mann gesagt hat, du sag mal, magst du denn nicht endlich jetzt mal deine eigene Firma aufmachen? Du hilfst dir jedem und alles kostenfrei, investierst da deine Freizeit. Wie wär's denn mal? Und ja, in einem Monat kann ich dann tatsächlich 5-jähriges feiern. Und ich muss da schon sagen, 5 Jahre Selbstständigkeit, da lernt man auch noch mal selbstständig sein anders. Genau, was waren dann so ein paar Beispiele von dem Wechsel aus der Anstellung rein in die Selbstständigkeit? Was hast du da so erlebt? Muss gar nicht direkt nur aufs Juristische bezogen sein, auf die Aufgaben, sondern vielleicht auch die Selbstständigkeit selber mit ihren ganzen Hürden. Tatsächlich, die positiven Dinge war natürlich, ich konnte erst mal meine Musik einschalten und habe dann vor mich hingearbeitet. Das war immer irgendwie ein Thema dann in der Anstellung. Aber auch tatsächlich habe ich in verschiedenen Anstellungen festgestellt, dass die Geschäftsführung nicht wirklich die Führung ist, die man sich wünscht und die man auch gewissermaßen irgendwo erwartet, dass jemand Verantwortung übernimmt. Und das war tatsächlich dann so ein Aha-Erlebnis. Ah, alles klar. Es gibt tatsächlich Menschen da draußen, die Geschäftsführer sind, Unternehmer sind, die wirklich mal die Verantwortung für ihr Tun übernehmen. Das war so ein richtig positiver Effekt. Denn oftmals, klar, in einer Anstellung siehst du wirklich Führungen, Geschäftsführungen, Abteilungsleitungen et cetera pp., die es halt dann irgendwann mal zu etwas geschafft haben, aber nie wirklich die Führung und die Verantwortung vor allem für ihr Tun übernehmen. Und das ist das, was ich zum Beispiel immer auch meinen Kunden sage: Lieber Kunde, lieber Geschäftsführer, liebe Unternehmerin, lieber Unternehmer, du kannst nur dann eine Entscheidung treffen, wenn du wirklich eine Entscheidungsgrundlage hast. Also, du hast dann eine Grundlage, du hast dann analysiert, du hast dann verstanden, über was muss ich denn jetzt entscheiden. Und nur so kannst du dann erwachsene unternehmerische Entscheidungen dann tatsächlich auch fällen. Und ich muss sagen, das möchten sehr viele. Oftmals fehlt es an der Unterstützung, deshalb bin ich ja da. Aber der Gedanke und der Wunsch, der ist da und der ist tatsächlich bei den Selbstständigen, bei den Unternehmern viel, viel stärker da als jetzt irgendein Abteilungsleiter oder irgendein Geschäftsführer jetzt in größeren Unternehmen. Wie hast du das ganze Bürokratische selbst erlebt, jetzt mal von der Seite des, ne, Wechselnden in die Selbstständigkeit? Wie war das bei dir, obwohl du dich ja wahrscheinlich mit vielen Dingen besser auskennst als der Durchschnittsselbstständige? Tatsächlich ist es so, dass ich festgestellt habe, dass oftmals viel heißer gekocht wird, als die Suppe letztendlich sein sollte und muss. Und ich finde immer, wenn man menschlich aufeinander zutrifft, dann sollte man auch menschlich miteinander sprechen. Klar gab es die eine oder andere, die total hochnäsig und hochgestapelt dann herkam. Ja gut, dann holst du halt dann entsprechend die Keule raus und sagst, Moment mal, so funktioniert schon mal gar nicht. Ähm, aber meistens, also zu 95%, sage ich jetzt mal, wenn man da menschlich aufeinander zutrifft und sagt, ja, Moment mal, müssen wir das jetzt so machen? Ist es jetzt wirklich notwendig? Können wir es vielleicht so und so machen? Also wirklich auch eine Lösungsmöglichkeit anzubieten, dann hat man relativ schnell einen Konsens gefunden, gemeinsam. Denn ja, selbstständig, zielgerichtet dann letztendlich an die Sachen ranzugehen, das ist immer das Pragmatische und das ja, realitätsnahe dann auch.
Wie bist du denn so an deine ersten, ja, Klienten und Klientinnen gekommen? Hattest du die sowieso aus dem Umfeld und endlich konntest du quasi auch eine Rechnung schreiben oder wie bist du das Ganze angegangen? Tatsächlich, kam ich über Empfehlungen. Also, ich habe bis heute kaum, Werbung gemacht, sondern ich wurde empfohlen und das finde ich, ist immer natürlich die beste Werbung, wenn man empfohlen wird. Ich bin viel auf Netzwerken. Ich, unterstütze es selber auch sehr, sehr gerne, indem ich sage: „Ja, Moment mal, ich habe dir da jemand, der kann dir da echt weiterhelfen.“ Also wirklich Netzwerken, Vertrauen und letztendlich, Sicherheit und Wertschätzung gegenüber dem anderen, dann empfiehlt er dich auch entsprechend weiter. Und wenn du nicht die richtige Person bist, dann kann er sich aber immer noch an dich erinnern, weil du ihm vielleicht in etwas dann behilflich warst und eine Empfehlung gegeben hast, dass er dich dann später weiterempfiehlt. Und wie gesagt, so läuft's bis heute noch und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Von daher meine ersten Kunden kamen tatsächlich über Empfehlung, weil ich anderen Menschen geholfen habe in irgendeiner Frage und, ja, so kam's und so kommt's bis heute noch. Ja, sehr schön. Ich glaube, davon träumen viele andere Selbstständige auch. Lass uns doch gerne mal genau darüber sprechen, und zwar so die größten Fehler, die Selbstständige machen. Also wahrscheinlich, du arbeitest ja auch mit vielen Selbstständigen, vielen Solo-Selbstständigen unter anderem. Was sind denn so die häufigsten Baustellen, die du entdeckst in den ersten Gesprächen? Weil ja, sie kommen zu dir wahrscheinlich mit irgendeiner Sorge, oh, ich habe da was gelesen und ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Hast du da so zwei, drei, ja, Fälle, die du nennen kannst? Ja, ganz, ganz klassisch, das Impressum. Viele starten auf, Social Media, grad am Freitag, um es am Beispiel, dran zu machen. Ich war am Freitag, also vor 3 Tagen auf 'm Netzwerkevent und dann hieß es: „Ja, vernetzen wir uns, eben direkt über Social Media. Alles klar, gut, alles klar, folgen.“ Und dann sehe ich auf einmal, es steht kein Impressum dran. Oder es steht ein Impressum dran, was irgendwie erstmal gesucht werden muss. Und nach langem Suchen findet man es. Also ganz klar und auch jetzt ein Tipp an alle, die uns, zuschauen und zuhören. Tatsächlich, bitte tragt euer Impressum ein, egal wo ihr unterwegs seid. Social Media, Instagram, Facebook, LinkedIn et cetera pp., was innerhalb mit maximal 2 Klicks erreichbar sein muss. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Link hinterlegt, dann bitte auch den direkten Impressumslink von eurer Homepage. Falls ihr keine Homepage habt, könnt ihr ganz klar zum Beispiel über einen, Drive-Ordner eine PDF hinterlegen, wo euer Impressum hinterlegt ist. Ganz, ganz wichtig, maximal mit 2 Klicks. Also, das ist eines der allermeisten Fehlerquoten und 2.000 € für eine Abmahnung zu zahlen, ganz ehrlich, da hätte ich keinen Bock drauf und erst recht nicht direkt am Anfang als Solo-Selbstständiger. Und es ist ein hart erarbeitetes Geld. Also, das ist klassischer Fehler, den viele machen oder wo es dann hieß: „Ja, Moment mal, ich habe aber 2 Kinder zu Hause. Ganz ehrlich, ich möchte meine private Anschrift gar nicht, rausgeben.“ Dafür gibt's Lösungen, die bieten wir auch zum Beispiel, dass man, die Anschrift von uns nutzen kann mit den entsprechlichen rechtlichen Hinweisen, denn du brauchst eine ladungsfähige Anschrift. Also, es gibt zu vielem eine Lösung, wenn nicht zu allem. Wichtig ist aber, dass man eben entscheiden kann und da sind wir wieder bei der Entscheidung. Also, keine 2.000 €, sondern findet eine Möglichkeit, euer Impressum direkt mit 2 Klicks zu hinterlegen. Ein weiterer Fehler ist, ja, die Musik, die man nutzt auf Social Media. Das ist auch so 'n klassischer Fehler, den viele tatsächlich machen und da haut's dann auch Abmahnungen rein. Oder ja, ich erledige die Arbeit und dann stelle ich meine Rechnung. Es sind meine ersten Kunden. Ich bin dankbar und froh, dass die Kunden ja kommen und mit mir zusammenarbeiten wollen. Und dann sitzt du da und rennst deinem Geld entweder hinterher oder du sagst: „Ah, der hat mir gesagt, ich habe die Arbeit jetzt nicht vollständig gemacht oder der ist nicht zufrieden mit meiner Arbeit und jetzt reduziert er meine Rechnung von 500 € auf 100 € und dann soll ich auch noch 'n Mund halten.“ Schon alles gehabt. Das sind aber so die klassischen Fehler, wo man sagt: „Bist du denn rechtlich abgesichert?“ Denn wirtschaftlich kann dir das halt echt das Genick brechen, wenn du mit den 500 € jetzt kalkuliert hast und auf einmal kriegst du nur 100. Weil du zum Beispiel jetzt kalkuliert hast, du zahlst jetzt
keine Ahnung, dein Abo bei Canva zum Beispiel, jetzt ohne Werbung, ne? Einfach nur als Beispiel genannt. Das alles ist total blöd und ich finde, solche Fehler braucht man gar nicht zu machen. Und es gibt für vieles entsprechend, wenn man sich richtig aufstellt, direkt von vornherein und so sensibel dann auch ist für die möglichen Risiken, die man hat, dann ist man besser gewappnet und dann kann man entsprechend natürlich auch sich schützen. Da würde ich jetzt direkt noch eine Nachfrage stellen, weil die sicherlich die ein oder andere auch im Kopf hat. Und zwar, wo grenzt man das Ganze denn ab? Gerade Social Media ist ja oft eben, man startet mit einem privaten Profil, dann hat man vielleicht ein zweites oder ein drittes, oder man fängt an, auf seinem privaten sporadisch mal was zu posten, was vielleicht interpretiert werden könnte. Wie grenzt man das Ganze ab? Was ist ein privates Profil und was ist ein geschäftliches Profil, wenn man so will? Also ein geschäftliches Profil ist das Profil, wo du Werbung machen kannst. Sei es, wenn du jetzt hinschreibst, zum Beispiel Podcast-Interviewerin auf deinem privaten Profil und du postest jetzt zum Beispiel unsere Session. Du hast jetzt vielleicht neu gestartet und sagst, 1, 2 neue Podcast-Folgen, guckt mal, ich poste es. Super blöd. Das ist bereits schon Werbung. Alles, was mit deinem Business und einer gewerblichen Tätigkeit zu tun hatte, was man erwähnt, was man halt eben postet, das heißt auch in der Story, also es muss nicht mal ein Post sein oder ein Reel zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade hier auf Social Media, Instagram sind, das reicht schon aus. Genauso halt eben auf LinkedIn, wenn du dann eben schreibst, bist Podcast-Interviewerin und du suchst zum Beispiel nach Leuten, die jetzt mit dir ein Interview führen wollen. Das ist ja allein schon eine gewerbliche Tätigkeit oder führt eine gewerbliche Tätigkeit. Und das ist bereits schon impressumspflichtig. Überall dort, wo du gewerblich letztendlich mitteilst, was du tust. Genau, da ist wahrscheinlich die Diskussion immer mit der Gewinnerzielungsabsicht, ob die da ist oder nicht. Ne? Genau, ja. Genau. Ich wollte es jetzt nicht fachmännisch erzählen, denn ich finde immer, das Thema, wie du es richtig gesagt hast, ne, Thema Recht und Wirtschaft ist halt super trocken und Datenschutz sowieso so. Und ich bin halt immer ein Freund, wir nennen das Kind beim Namen und zwar ohne Stock im Allerwertesten, weil dann versteht es auch wirklich jeder, egal von wo er kommt und wo er steht. Und man kann die meisten dann abholen. Und ja, die Gewinnerzielungsabsicht, das ist letztendlich der Hintergrund, ist auch der fachmännische Tenor, wo es dann drin steht, okay, hast du eine Gewinnerzielungsabsicht. Aber das hast du auch, wenn du gewerblich tätig bist, auch wenn du einen Verein hast. Du brauchst ja trotzdem auch entsprechend ein Impressum. Also nicht nur Gewinnabzielungsabsicht, sondern tatsächlich auch gewerblich tätig und werbungstechnisch. Super spannend. Das heißt, die Urlaubsfotos, die sind safe, solange auf dem Kanal nichts anderes passiert. Macht Genau, am besten einfach ein zweites Profil auf, ne, und macht es dann da für die Selbstständigkeit richtig. Und das Private, definitiv. habe ich verstanden, darf auch ohne Impressum weiterhin bestehen. Ja. Klar. Sehr Habe schön. ich auch. Genau, wahrscheinlich gibt's noch ganz viele andere Fragen in dem Bereich, was man alles falsch machen kann, wenn man sich selbstständig macht oder eben schon selbstständig ist. Ich weiß, dass du dafür auch eine Lösung geschaffen hast. Vielleicht magst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal dazu abholen, was kann ich denn tun, wenn ich mir jetzt gerade nicht die teuren Anwälte oder eben auch die Juristen leisten kann, die Wirtschaftsjuristen, die mich jetzt 1:1 komplett die ganze Zeit begleiten, wie das ja oft in mittelständischen Unternehmen dann der Fall ist. Was kann ich machen oder wie unterstützt du genauer gesagt diese Personen, die sagen, ja, ich habe da ab und zu mal ein paar Fragen und ChatGPT vertraue ich natürlich dann auch nicht so ganz bei juristischen Fragen. Was kann ich dafür machen? Ganz klar, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt und ich habe mir immer überlegt, Geo, weswegen bist du denn gestartet? Und wie ich ja vorhin schon erzählt habe, ich bin tatsächlich gestartet auch für die ganz Kleinen. Klar, als Wirtschaftsjuristin ist man da natürlich in großen und mittelständischen Unternehmen, aber warum sollen die ganz Kleinen auch nicht erfahren, wie sie ihr Fundament so aufbauen können, dass das Zahnrad ineinander läuft, super ineinander läuft und sie dann daraus eben ein Hochhaus und ein Imperium bauen können? Und deshalb habe ich den Rechtverständlich Club ins Leben gerufen. Das ist ein Club, ein Rechtsclub mit wirtschaftlichen Themen, aber auch mit datenschutzrechtlichen Themen, denn ich bin neben Wirtschaftsjuristen auch noch EU-Datenschutzbeauftragte. Und
Ja, da haben wir einmal im Monat unsere Live-Session. Das heißt, wir treffen uns live einmal im Monat für 1 Stunde, 1,5. Es gibt ein Schwerpunktthema. Zum Beispiel jetzt im Februar wird sein, kalkuliere bitte deine Preise sinnvoll. Und was steckt da dahinter? Auf was muss ich achten? Jeder startet ja von woanders und jeder kalkuliert auch anders. Und dementsprechend werden wir, wie gesagt, immer einen Schwerpunkt haben. Dann hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, seine Fragen zu stellen. Es gibt jeden Mittwoch einen WhatsApp-Support. Da kann man letztendlich seine Daily Business Fragen dann stellen. Entschuldigung. Und ja, jeden Freitag gibt's dann nochmal einen Quick Support, dass man einen Impuls hat, okay, auf was sollte ich vielleicht nächste Woche ganz besonders achten und mein Business optimieren. Und ja, wir machen das Ganze über Facebook und über Zoom. Also egal aus wo ihr in Deutschland uns zuhört, könnt ihr gern dazukommen. Der erste Monat schaut ihr euch das Ganze mal an, ob es überhaupt was für euch ist. Und ich glaube, für 59 €, da kann man echt nichts falsch machen als gerade Starter, wenn man jemanden eben dann direkt an der Strippe hat und seine Fragen stellen kann. Perfekt. Also der erste Monat zum Kennenlernen ist kostenfrei und ab dem zweiten Monat, wenn ihr sagt, ja, das ist genau das, was ich brauche, dann zu einem erschwinglichen Preis. Gute, ja, Rechtsberatung, wenn man so will, zu den wirtschaftlichen Themen für Solo-Selbstständige und kleine Selbstständige oder Unternehmer. Genau, genau, weil wichtig ist, dass die Sensibilisierung einfach da ist und man dann versteht, alles klar, ich glaube, da sollte ich vielleicht noch mal ganz besonders drauf schauen, weil das vielleicht für mich als Unternehmerin dann ein Risiko bedeutet. Und das ist genau die Zielsetzung, dass man einfach sein Kerngeschäft, sein Business im Fokus hat, aber dennoch den Background und sozusagen das Fundament, um dann sein Business entsprechend nach oben zu katapultieren. Perfekt. Die Links zu dem Club und auch generell zu den Kontaktmöglichkeiten für Geo, die findet ihr auf jeden Fall unter diesem Video. Wenn ihr da ja weitere Fragen vielleicht zum Club habt oder so, schreibt die gerne in die Kommentare oder kontaktiert natürlich Geo auch gerne direkt. Hast du noch so einen letzten fachlichen Impuls für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir dann zu den Abschlussfragen kommen? Ein Impuls. Bleibt authentisch und lasst euch nicht von irgendwelchen Windchen und Problemchen echt den Boden unter die Füßen hauen, sondern bleibt authentisch, bleibt in dem, was ihr tut und versteht aber auch, dass man nicht in allen Themen der Experte sein kann und zieht euch wirklich die Expertise für die Themen, die ihr wirklich nicht kennt. Und ChatGPT, ja, es vereinfacht uns vieles, aber nicht alles. Um auch ein Beispiel zu nennen, muss man einen Vertrag schriftlich machen? Nee, müssen muss man gar nicht. Aber was für Vorteile hat ein schriftlicher Vertrag? Wenn man die dann in die Waagschale legt, und das macht ja die Justitia, ne? Die Frau mit der Binde um die Augen wägt letztendlich die Sachen ab, das Symbol für Recht. Und das ist genau halt eben der Punkt, was legst du in die Waagschale und welches Risiko trägst du als Unternehmerin oder Unternehmer? Von daher bleibt authentisch, hört auf euch selber und zieht euch tatsächlich den Rat von den Experten dazu, wenn ihr ihn braucht. Das ist ein schönes fachliches Schlusswort. Und damit kommen wir zu den Abschlussfragen. Du darfst jetzt noch ein paar Sätze vollenden. Wir sind beim Thema Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg. Darum geht's hier in dem Podcast. Wir haben ein bisschen über deine Geschichte gesprochen und deswegen der erste Satz lautet: Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Das A und O, tatsächlich. Mega wichtig. Kurz und knapp, sehr schön. Genau, dann der zweite Satz lautet: Erfolg bedeutet für mich. Unendlichkeit. Unendlichkeit nach oben. Erfolg bedeutet ja Unendlichkeit. Auch interessant. Und der letzte Satz, der geht noch ein bisschen tiefer, und zwar Leben bedeutet für mich. Genuss auf allen Ebenen tatsächlich. Leben bedeutet, ja, Genuss. Genuss, Sauerstoff, Power. Ich könnte, glaube ich, noch verschiedene weitere Wörter dazu tun, aber das sind so die wichtigsten. Sehr schön. Vielen lieben Dank auch für diese Einblicke. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Danke, Geo, dass du da warst, dass du deine Geschichte und deine fachliche Expertise geteilt hast. Ich denke, der Club ist auf jeden Fall was, wo man reinschauen sollte, wenn man in den ersten Jahren der Selbstständigkeit ist. Und insofern vielen lieben Dank dafür.
Ich danke dir und allen anderen, die uns bis zum Ende zugehört haben, natürlich auch. Und ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme. Genau, und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn ihr den Kanal abonniert und auch nächste Woche wieder beim nächsten Gast bei Erfolgsgeflüster mit dabei seid. Macht's gut und bis dann.